This video is sponsored by Lingoda. No matter what your German level is, you can find lessons to fit your needs on Lingoda. All of their lessons are live lessons with qualified native speakers who can help you reach your German learning goals. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Hallo Deutschlerner! Manchmal schreibe ich meine eigenen Geschichten. Heute möchte ich euch eine dieser Geschichten vorlesen. Diese Geschichte wird im Präteritum geschrieben. Ich habe versucht, so viele regelmäßige Verben wie möglich zu verwenden, denn nächste Woche wird Herr Antrim euch die Regeln von regelmäßigen Verben im Präteritum beibringen. Ich habe natürlich auch haben und sein verwendet, denn Herr Antrim hat euch schon erklärt, wie man diese Verben im Präteritum verwenden kann. Um das maximal aus diesem Video herauszuholen, solltet ihr versuchen, die Regeln selbst zu erkennen, während ihr zuhört. Und jetzt, los geht's! Vor langer Zeit lebte eine Prinzessin, die in einem großen Schloss wohnte. Sie hatte alles, was sie wollte. Wenn sie etwas sagte, machten ihre Diener genau das, was sie befahl, und das bedeutete viel Arbeit für die Diener. Sie arbeitete nicht, sie spielte jeden Tag, den ganzen Tag. Ihr Vater, der König, glaubte, sie war eitel und egoistisch. Er meinte, sie sollte lernen, wie die armen Menschen ihres Königreichs lebten. Er fragte seine Berater, was er machen sollte, und sie zeigten ihm einen Plan. Eine Woche später handelten sie und setzten diesen Plan in die Tat um. Die Prinzessin sah einen Schmetterling und sie folgte ihm hin und her. Der Schmetterling führte sie in die Stadt. Sie traf dort ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen brauchte Hilfe. Sie lernte ein neues Lied auf der Gitarre, als der Wind plötzlich wehte und seine Notenblätter flogen weg. Das Mädchen stellte die Gitarre neben den Brunnen und weinte. Die Prinzessin versuchte, das Mädchen aufzumuntern. Das Mädchen erzählte ihre Geschichte. Das Mädchen gehörte zu den besten Gitarrenspielern der Stadt. Sie erklärte, dass sie dieses Lied beim Jubiläum der Stadt spielen sollte, aber sie konnte das Lied noch nicht ohne Notenblätter spielen. Die Prinzessin und das Mädchen suchten überall in der Stadt, aber sie fanden die Notenblätter nicht. Sie stellten sich vor, wo sie sein konnten. Sie hatten auf dem Boden gesucht. Vielleicht sind die Blätter in einem Baum oder auf einem Dach, sagte die Prinzessin. Ein paar Minuten später erreichten sie die Bäckerei. Der Bäcker fragte die Prinzessin und das Mädchen, was ihnen fehlte. Sie redeten eine Weile miteinander. Dann erinnerte sich das Mädchen, dass der Bäcker auch Gitarre beim Jubiläum spielen sollte. Der Bäcker holte seine Notenblätter, legte sie auf den Tisch und holte einen Stuhl hinzu. Jetzt studierten sie die Notenblätter zusammen, um sich auf das Jubiläum vorzubereiten. Das Mädchen fühlte sich viel besser. Die Prinzessin ging zurück zu ihrem Schloss. Dort wartete sie, bis das Jubiläum anfing. Sie erwartete, dass die Gitarrenspieler sehr unterhaltsam spielen würden. Von diesem Moment an interessierte sich die Prinzessin für die Probleme ihres Volkes, und sie entwickelte sich zu einem Liebling des Volkes. Sie bildete sich über Politik und wie sie den Menschen der Stadt helfen konnte. Das Ende. Habt ihr alles verstanden? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Denkt daran, dass es bei dieser Geschichte um regelmäßige Verben im Präteritum geht. Natürlich könnte man diese Geschichte auch besser formulieren. Wenn ihr online nach deutschsprachigen Unterrichtsstunden sucht, solltet ihr an Lingoda vorbeischauen. Ihre Lehrer sind Muttersprachler und ihre Lektionen sind fantastisch. Klickt den Link in der Beschreibung an und fangt heute an, Deutsch mit Lingoda zu lernen. Wenn ihr mehr Deutsch mit Herrn Antrim lernen wollt, könnt ihr diese Links anklicken. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!